Hallo, ich möchte heute über ein ganz relevantes Thema sprechen, wie üblich kann man sich denken, nämlich die Industrialisierung der künstlichen Intelligenz. Es ist ja so, dass wahrscheinlich viele den viel zitierten Bericht von Mario Draghi zur Kenntnis genommen haben, der, ich glaube, so vor gut einem Jahr veröffentlicht wurde, in dem er ja zu Recht gefordert hat, dass Europa mehr Anstrengungen unternehmen muss, um die Vorteile von künstlicher Intelligenz im Allgemeinen zu nutzen, aber insbesondere auch von sogenannter vertikaler KI. Und damit bezeichnen wir ja üblicherweise KI-Modelle, die entweder für einen bestimmten domänenspezifischen Zweck trainiert wurden oder die man eben halt in einer bestimmten Branche, in einem Domänenkontext eben halt anwenden kann. Und grundsätzlich wird ja gerade sehr stark auch debattiert, inwieweit wir vor dem Hintergrund der Souveränität im digitalen Raum in Europa eigene große Sprachmodelle brauchen. Das ist sicherlich eine Frage, die von hoher Relevanz ist, aber die aus der Sicht von einzelnen Unternehmen vielleicht gar nicht die große Bedeutung hat, die sie aus volkswirtschaftlicher Sicht hat. Denn es ist ja so, dass ich möchte mal sagen, der deutsche Weg in der künstlichen Intelligenz, also der Weg aus der Sicht eines einzelnen Industrieunternehmens, ohnehin stärker darauf basiert, dass man große Sprachmodelle, ich möchte mal sagen, fast als Commodity erachtet, weil sowieso alle paar Monate neue Versionen der großen Sprachmodelle auf den Markt kommen und die sozusagen genutzt werden können. Nicht? Also was wir feststellen, ist, dass viele Unternehmen sich eher darauf fokussieren, diese großen Sprachmodelle mit eigenen Daten halt anzureichern. Wir hatten auch schon in anderer Gelegenheit dazu gesprochen, dass dafür sich ja Retrieval Augmented Generation Technologien, RAG-Technologien sehr, sehr gut anbieten, die also im Wesentlichen das Sprachmodell so lassen, wie es ist und einfach benutzen als Ressource und dann aber eben halt kontrolliert private Industriedaten, also eigene Daten aus Industrieunternehmen hinzuführen, um letzten Endes halt die Ergebnisse der Modellnutzung stärker in dem eigenen Datenbestand zu grundieren und damit letzten Endes auch eine gewisse Kontextrelevanz für große Sprachmodelle zu erzeugen. Und wenn man sich auch aktuelle Umfragen anschaut, ich habe da gerade nochmal von Roland Berger aus einer Studie einige Dinge recherchiert, dann sieht man, dass eigentlich die Produktivitätsgewinne durch diesen deutschen Weg, also durch diese Nutzung von großen Sprachmodellen im Zusammenhang mit eigenen Daten relativ klar bezeichnet ist. Nicht? Also die Produktivitätspotenziale, die zu realisieren sind, sind enorm. Also das heißt ja, dass man bei der Softwareprogrammierung 55% der Zeit einsparen kann im Vergleich zu Ansätzen ohne künstliche Intelligenz. Bei Erstellen von Wirtschaftsberichten, also Analysen, Marktstudien, die man beispielsweise im Marketing oder im Business Development benötigt, sind die Zeitersparnisse mit 37% beziffert und eben halt im Kundendienst bei immerhin noch 16%. Also könnte man ja sagen, ist ja alles gut und passt ja auch wie die Faust aufs Auge, weil wir ja auch feststellen, dass viele Unternehmen gerade der produzierenden Industrie eben halt auch ihre Mitarbeiterbestände halt reduzieren, das muss man so sagen, also die Belegschaft reduzieren und nachvollziehbarerweise, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, sagen, naja, die Arbeit muss ja dennoch getan werden. Deshalb müssen wir versuchen, letzten Endes die Erledigung dieser Arbeit zu kompensieren, beziehungsweise den Abgang vieler Mitarbeiter zu kompensieren, indem wir eben halt künstliche Intelligenz halt einsetzen. Und diesen Studien, wie eben der genannten von Roland Berger zufolge, ist das ja eigentlich klar, nicht? Also wo ist das Problem? Wir nehmen einfach KI und dann sind wir ja aller Sorgen ledig. Also wir können unsere Produktivität dadurch ja sehr, sehr gut steigern. Man müsste ja meinen, dann ist ja letzten Endes halt, bleiben ja keine Fragen offen und der Weg nach vorne ist vorgezeichnet. Nur
Dem ist eben nicht so, denn die Situation, wie sie sich heute darstellt, ist ja, dass wir in ganz vielen Firmen eigentlich aus dem Tal der Tränen, so möchte ich es mal sagen, kaum herauskommen, was letzten Endes gebildet wird aus der endlosen Serie an Pilotanwendungen und coolen Gadgets, die man letzten Endes halt mit KI baut. Und das ist natürlich auch alles nachvollziehbar und toll und macht auch Spaß, gerade aus der Forschung, neue Sachen auszuprobieren, macht immer Spaß. Aber wenn wir eben halt nicht dazu kommen, dass diese Dinge skalieren, also großflächig in die Anwendung im Unternehmen kommen, werden wir eben halt auch diese Produktivitätssprünge schlicht und einfach nicht erreichen. Insofern muss es also darum gehen, dass wir wegkommen vom Ausprobieren der KI hin zu einer industrialisierten Nutzung der KI in Unternehmen. Und hierzu kann man wahrscheinlich ganz viele Erfolgsfaktoren finden. Wir haben uns tatsächlich auf 3 mal fokussiert. Und der erste Punkt, der erste Erfolgsfaktor haben wir mal überschrieben, man braucht letzten Endes ein vernünftiges Architekturmanagement. Das will ich vielleicht ein bisschen erklären, weil Architekturen, das klingt immer so nach sehr akademisch, irgendwie Metaebene und was heißt das jetzt wirklich? Es ist ja so, dass wir eigentlich uns vor der Zahl an KI-Tools und Anwendungen kaum retten können. Also es gibt hunderte von verschiedenen Diensten, Anwendungen auf Basis von KI, die versprechen, uns bzw. Unternehmen das Leben irgendwie leichter zu machen. Und nicht nur das, es ist eben halt auch so, dass nicht die reine Zahl dieser Angebote wächst, sondern die Innovationszyklen reduzieren sich eben halt auch dramatisch. Also man kann sagen, dass die Leistungsfähigkeit von KI, mal ganz allgemein gesprochen, sich nicht mehr innerhalb von Jahren, sondern innerhalb von Monaten verdoppelt. Und jetzt kann ich sagen, ja, dann werfen wir doch diesen ganzen KI-Zoo einfach mal aufs Unternehmen und dann hoffen wir mal, dass sich da die Produktivitätssteigerungen ergeben werden. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, sondern man braucht letzten Endes halt einen Ordnungsrahmen, faktisch eine Art Werkzeugkoffer, der es erlaubt, dass man die verschiedenen KI-Tools, die verschiedenen Anwendungen zielgerichtet und vor allen Dingen eben halt auch dann in der Fläche halt einsetzen kann. Und dafür haben wir in ganz vielen, zumindest deutschen Unternehmen, sehr viel Kompetenz aufgebaut, wie gesagt, was den Bereich des Architekturmanagements halt angeht. Also wie bettet man diese Tools ein in die Geschäftsprozesse? Wie bettet man letzten Endes halt auch diese Dienste ein in diese bestehende Systemlandschaft, die wir haben, sowohl im Office-Bereich als auch im Fertigungsbereich. Also Erfolgsfaktor Nummer 1 ist ein Ordnungsrahmen zu schaffen, ein Architekturmanagement, einen Werkzeugkoffer bereitzustellen, um eben halt zielgerichtet KI dann auch in der Fläche nutzen zu können. Das ist das eine. Der zweite Erfolgsfaktor betrifft das Thema der Daten. Wen wundert's? Wir im ISST beschäftigen uns sehr viel mit dem Umgang und der Bewirtschaftung von Daten. Aber es ist natürlich auch so, dass wir uns das nicht ausdenken. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die immer wieder belegen, dass einer der größten Hinderungsfaktoren für die zielführende Nutzung von KI eben halt die Verfügbarkeit und damit auch die Nutzbarmachung der Daten ist. Und wir haben ja gerade anfangs gehört, dass es darum gehen muss, dass wir zu den, sagen wir mal, generellen großen Sprachmodellen in der Lage sein müssen, unsere eigene Wissensbasis ja hinzuzufügen, weil sonst können wir ja nicht damit rechnen, dass die Nutzung der Sprachmodelle uns zielführende Antworten gibt auf domänenspezifische Fragen, die wir stellen, nicht wahr? Und man sieht halt, das ist auch eine weitere Studie, Manufacturing Leadership Council, dass 65% aller befragten Unternehmen Probleme mit den Daten haben, die sie eben benötigen, um KI vernünftig einzusetzen. Und auch dort ist diese Problematik sehr vielschichtig. Also man fragt sich, wer ist überhaupt dafür verantwortlich, entscheiden zu können, ob diese Daten nun nutzbar gemacht werden können, welche Rechte sind mit den Daten verbunden, aber eben halt auch ganz klassische Fragen, auf die es immer zurückkommt. Wie bekomme ich eigentlich die Daten in diese Daten- und KI-Pipeline integriert? Also wie mache ich halt diese Daten für die RAG-Technologien überhaupt verfügbar? Ich will da nicht im Detail einsteigen, das ist sicherlich etwas für ein weiteres Video, dass wir uns nochmal darüber unterhalten, was muss man eigentlich tun, also Indexierung, Vektorisierung von Datenbeständen, damit sie sozusagen überhaupt anschlussfähig sind an die Welt der KI-Modelle.
Aber das ist eins der großen Probleme. Also wir brauchen eine durchgängige Daten- und KI-Pipeline, weil sonst kommen wir eben nicht dazu, dass wir in effizienter Weise unsere Datenbestände halt anschließen können an KI-Modelle. Und dann werden wir auch keine flächendeckende Industrialisierung der KI erreichen, sondern dann können wir halt die Potenziale von KI, wenn ich nochmal an Mario Draghi denke, gar nicht ausschöpfen. Und wir können eben halt auch diese Produktivitätsziele, die ja viele Unternehmen sich nachvollziehbarerweise gerade setzen, nicht erreichen. Also der erste Erfolgsfaktor ist ein Ordnungsrahmen, Architekturmanagement für KI. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist eben halt die integrierte KI- und Datenpipeline, also die Verfügbarmachung von Daten und die, ja, ich möchte mal sagen, professionelle Bewirtschaftung von Daten generell. Der dritte Erfolgsfaktor ist der Mensch. Denn am Ende wird es uns aller Voraussicht nach nicht gelingen, dass wir eine Vollautomatisierung aller möglichen Prozesse im Unternehmen halt erreichen durch eine zielführende Nutzung von KI und eine integrierte KI- und Datenpipeline, sondern es wird so sein, dass der Mensch sein Wissen einspeisen muss in diesen Prozess. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns auch darum kümmern, im Unternehmen die Belegschaft weiterzuentwickeln, zu ertüchtigen, in Richtung eines, ich möchte mal sagen, eher Generalisten, der dann sowohl domänenspezifisches Wissen mit dem Wissen um KI und Daten halt kombiniert. Ich beschäftige mich schon relativ lange mit Fragen des Business Engineerings und des Industrial Engineerings und letzten Endes ist ja so das Rollenprofil, also der Business und Industrial Engineer, also wenn ich tatsächlich mal davon ausgehe, dass wir das auf die klassischen Geschäftsprozesse beziehen, aber eben auch auf die Fertigungsprozesse. Und die These ist eben halt, dass ein sehr großer Bestandteil dieses Rollenprofils sich speisen wird aus einerseits herkömmlichen, klassischen Wissensbereichen um die Domäne, um den Prozess, um das Produkt, also domänenspezifisches Wissen, aber auf der anderen Seite eben auch in der Lage zu sein, KI- und Datenmanagement-Tools zielführend einzusetzen. Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt wahrscheinlich, um das Ziel der Industrialisierung der KI zu erreichen, drei wesentliche Punkte, die man adressieren muss. Nochmal Architekturmanagement, also Ordnungsrahmen schaffen. Zweitens Daten und KI zusammendenken. Und drittens den Menschen so zu befähigen, dass er eben diese Rolle des neuen Business- und Industrial Engineer ausüben kann. Und wenn man das dann plakativ formulieren will, und das haben wir gemeinsam mit der Firma Bosch auch getan, dann kann man dafür auch ein Schlagwort finden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Claim, den man sich ganz gut merken kann, dass man sagt, naja, wenn wir KI industrialisieren wollen, dann brauchen wir etwas wie Enabled by Architecture, Fueled by Data und Powered by Expertise.